Dies ist eine Reise ins Abenteuer. Unvergleichliche Momente und Bilder, die man nie mehr vergisst. Mit dem Zug durch südliche Afrika, da, wo es am schönsten ist. Erleben Sie mit uns eine Traumreise auf Schienen. Heute kraxeln Elke und Stefan im Wüstensand. Ja, jetzt habe ich den Berg verloren, aber irgendwo da hoch. Das alternative Entspannungsprogramm in der Lodge. Yvonne und Jeanette genießen das süße Leben und original afrikanisches Barbecue. So ausgelassen feiert das Zugteam. Der African Explorer ist auf dem Weg nach Windhoek, der Hauptstadt Namibias. An Bord ist im Moment nur die Mannschaft, denn die Passagiere verbringen 2 Nächte in einer Lodge in der Namib-Wüste. Im Zug ist es ruhig. Abends wird es einen großen Grillabend geben, aber noch liegt der ganze herrliche Tag vor ihnen. Früh unterwegs sind auch Elke Winterstein und Stefan John. Sie besuchen Sossusvlei, ein Meer aus roten Sanddünen, das zum UNESCO-Welterbe zählt. Die Dünen sind mehrere 100 Meter hoch und die Hauptattraktion. Und man kann sie besteigen. Die unwirkliche Namib-Wüste so hautnah zu erleben, ist für die sportliche Elke ein Traum. Super, freue mich jetzt schon. Jetzt geht's ab zu den Chiefs. Wir wollen heute mal die höchste Düne besteigen. Nicht nur die höchste Düne, hier gibt es so viel Sand, so viele Dünen, das ist der helle Wahnsinn. Klar, auf die Düne hochzuklettern, das wird schon was Besonderes. Aber das ist ja traumhaft. Big Daddy heißt die höchste Düne. Klingt niedlich, aber das Hochsteigen wird kein Kinderspiel. Wenn man ganz oben ist, dann hat man einen super Ausblick und sieht das ganze Dünenmeer. Das möchte ich schon erleben. Du bist schon sehr positiv, aber 270 Meter hochklettern, du weißt, so eine Düne, der Sand tritt sich weg, das ist schon viel Arbeit. Ja, probieren kann man es einfach mal. Da hast recht, wie weit ja. man kommt. Ja, genau. Okay. Hat einfach was. Gute Idee. Erst einmal heißt es umsteigen in die Geländewagen. Vorsicht. Anders käme man hier auf diesen sandigen Wegen auch nicht weiter. Kosmetikerin Elke aus Bamberg liebt Herausforderungen. Ihr Ex-Freund Stefan lässt es sonst etwas gemütlicher angehen. Heute muss er also über sich hinauswachsen. Schau mal. Da hochzulaufen. Na klar, Stefan wird doch jetzt wohl keinen Rückzieher machen. Das Erlebnis werden wir gleich haben. Das kennt man nur vom Bilderbuch. So, Sanddünen habe ich noch nie gesehen, auch nicht im Buch. Und dahinter ist da auch noch Sanddünen. Die Region ist einzigartig auf der Welt und macht auf die beiden mächtig Eindruck. Thank you. Und bereits am frühen Morgen brennt die Sonne. Oh, hier ist deutlich wärmer wieder drin. Ja, super. Aber das schreckt sie nicht ab. Wahrscheinlich die Richtung werden wir jetzt gehen Das müssen. sieht doch aus, ob das die höchste hier im Umkreis ist da hinten. Ganz genau. Also dann. Oh, weißt du, wie geht's weit los. das ist? Ach du Scheiße. Nee. Da habe ich ja was gesagt. Der Ausflug wird doch jetzt wohl nicht im Sande verlaufen? In der Namib Desert Lodge beginnen Yvonne Zermin und Jeanette Hartmann den Vormittag deutlich relaxter. Nach einer guten Woche im Zug freuen sich die Berlinerinnen auf süßes Nichtstun am Swimmingpool. Jeanette ist erkältet und will sich ein bisschen auskurieren. Ich mich am liebsten hier in den Schatten legen, mich ein bisschen schonen. Ja, Wäre es okay für dich? Du Kannst ja vielleicht ein bisschen in die Sonne rücken, aber ich muss auf jeden Fall in den Schatten. Das passt. Wir wollen uns ja nicht verbrennen. Nee, naja, verbrennen, weißt du, mit der Erkältung. Ich muss morgen definitiv fit sein. Ja. Also ich habe gedacht, ich würde den Zug sehr vermissen, weil ich wirklich sehr, sehr gut geschlafen habe bei dem Rattern. Aber es scheint doch mehr die afrikanische Gelassenheit zu sein, die mich gut schlafen lässt, weil ich habe diese Nacht auch wieder sehr gut geschlafen. Okay. Du, dann leg dich doch schon mal hin, ich organisiere uns ein paar Drinks. Ja, super, mache ich. Gin Tonic zum Abtöten servieren.
Ich kann es ja mal probieren. Kann ja nicht schaden. Genau. Das Hotel gleicht einer Oase mitten in der Wüste. Die Anlage so zu pflegen und erhalten kostet viel Zeit und Herzblut. Aber Managerin Anja von Reken geht in ihrer Arbeit auf, hat jederzeit ein Ohr für die Wünsche und Fragen der Gäste. Die Lodge im Herzen der Namib-Wüste ist für sie mehr als nur ein Arbeitsplatz. Machen wir. Ich denke, das ist der idealste Platz hier mitten in der Wüste, in den schönen Dünen und versteinerte Düne. Da das aber eine Wüste ist, ist natürlich mit sehr viel Logistik und nachhaltigen Tourismus verbunden. Heißt, dass wir nach dem Wasser schauen müssen, dass wir nicht zu sehr Wasser verschwenden, dass wir nach dem Strom schauen, dass die Logistik funktioniert. Wir fahren nur einmal in der Woche nach Windhoek und müssen für 10 Tage planen, damit auch unsere Gäste abends was auf dem Teller haben, was zum Essen. Unser Personal muss hin und her gefahren werden, weil sie alle 27 Tage arbeiten sie und dann haben sie 9 Tage frei, dass sie auch wieder zurückfahren können zu ihren Familien. Und ja, ich denke, hier ist sehr viel zu organisieren, dass eine Lodge so läuft, wie sie läuft. Währenddessen schlängelt sich der African Explorer durch die weite Steppenlandschaft in Richtung Windhoek. In der Bordküche ist Crewmitglied Kagiso schwer beschäftigt und wie immer bestens gelaunt, obwohl es viel zu tun gibt für das geplante Barbecue. Ich bereite die Marinade für das Fleisch vor, für das Grillen heute Nachmittag. Jetzt sammle ich die Kräuter für das Fleisch zusammen. Ordentlich viel, aber die ganze Mannschaft soll ja auch satt werden. Später, wenn wir ankommen, muss das Fleisch fertig sein, damit wir es grillen können. Ich liebe es, mit Lebensmitteln und Menschen zu arbeiten. Das ist meine Leidenschaft. Beim Thema Essen sage ich immer, wenn du nicht 100% gibst, dann lass es besser gleich sein. Du musst dein Bestes geben, du musst es durchziehen. You know, you gotta give it your best. You gotta go all the way. Yeah. Am Fuße der Riesendüne geben auch Elke und Stefan ihr Bestes. Es sieht ganz leicht aus, die leuchtend roten Sandberge zu besteigen, aber nix da. Diese Wanderung hat so ihre Tücken. Aber mir rinnt der ganze Sand schon in die Schuhe rein. Das stimmt. Barfuß zu laufen trauen sie sich aber nicht. Ob es auch Sandschlangen gibt? Nein. Noch halten sich beide tapfer. Also bisher war es mehr wie Sandkastenlaufen. Nur halt ein bisschen feiner noch. Aber jetzt, wo es so bergauf geht, werden wir gleich gucken, wie weit die Kondition noch reicht. Bis sie anfangen zu schnaufen. Ja, komm. Elke macht die Anstrengung scheinbar nichts aus. Super, Kondition ist gut. Bist du da hochgerast wie mit dem Allrad? Na klar, wenn man regelmäßig joggen geht, ist man fit. Ah, noch sind wir nicht oben, warte mal. Ach ja, wie hoch soll's denn gehen? Ja, jetzt habe ich den Berg verloren, aber irgendwo da hoch. Auf die Spitze mit 270 Meter. Zurück im Wüstenhotel zum La Dolce Vita. Yvonnes einzige Anstrengung besteht heute darin, für sich und ihre Freundin die Drinks zu organisieren. Hi. 2 Gin Tonic, please. 2 Gin Tonic. Single or double? Single. Single. During the day. Übrigens, Yvonne hat Erfahrung hinterm Tresen. Mit Drinks kenne ich mich ein bisschen aus, weil ich selbst mal eine Bar hatte. Das ist schon eine Weile her. Über 10 Jahre mittlerweile, aber es war auch nur für ein Jahr und so ein bisschen Projekt. Aber ich habe mal mit einer Freundin zusammen eine eigene Bar aufgemacht, eine ganz kleine in Berlin. Und deswegen gucke ich mir auch immer gerne Bars an. Aber nicht nur angucken, wäre ja schade um den leckeren Longdrink. Und der gehört zu einem entspannten Tag am Pool einfach dazu.
Die beiden Berlinerinnen sind seit mehr als 10 Jahren befreundet. Da hatte Yvonne ihre kleine Bar bereits geschlossen. Mein Wohl, super. Ich habe sie kennengelernt. Ja, 2006. Ein halbes Jahr danach, oder? Genau, ja. Das Also- war genau der Job, den ich dann angefangen habe, wo ich gesagt habe, ich konzentriere mich lieber wieder auf den Job und dann haben wir die Bar zugemacht und in dem Job haben wir uns kennengelernt. Genau. Deswegen bin ich nicht in den Genuss gekommen, aber ich habe natürlich viel darüber gehört und ja, wer weiß, vielleicht machst du ja irgendwann mal wieder eine Bar auf. Ich glaube nicht. Im African Explorer stehen die Zeichen auf Barbecue Party. Wenn der Zug in Windhoek ankommt, soll ordentlich Fleisch auf den Grill geworfen werden. Kagiso weiß, wie wichtig diese Feiern für das gesamte Team sind. Jetzt ist es Zeit für uns mal aus dem Alltag auszubrechen, die Zeit einfach zu genießen. Man schafft sich sein kleines Zuhause weit weg von der Heimat, versteht ihr? Man fokussiert sich auf die Kollegen, weil man nicht oft nach Hause kommt. Wir machen uns hier unseren eigenen kleinen Spaß. And you don't get to miss home that much because we get to create our own little fun. Kagiso hat selbst eine Familie, die er nicht oft sehen kann. I've left my little boy. He's a 5-year-old. Ich habe meinen 5-jährigen Jungen zurückgelassen. Er ist dieses Jahr in die 1. Klasse gekommen. Meine Eltern sehe ich nicht oft. Sie leben in einer anderen Provinz. Ich muss sie bald besuchen, aber mein Sohn ist mein Ein und Alles. Er ist der Diamantenrausch in meinem Leben. He's the pinnacle. He's the little pebble or the diamond in the rough in terms of my life and all that. Yes. Und der Papa wird daheim sehnsüchtig erwartet. So when I come back, they're quite happy to know that. Wenn ich zurückkomme, freuen sie sich auf die Geschenke, die ich ihnen mitbringe. Also muss ich auch Geschenke dabei haben. Ja, das Reisen hat seine Vorteile und seine Nachteile, aber letzten Endes leben wir davon. And disadvantages at times, but hey, it's all what we have to do at the end of the day. Und so geht es allen im Team. Sie sind wochenlang von zu Hause weg, lassen Familien zurück, aber immerhin ist die Arbeit auf dem Zug einträglich. Und an kleine Widrigkeiten wie die Wasserknappheit gewöhnt man sich. Ich benutze dieses Wasser, weil sie die Hähne abgedreht haben. Oh, das Wasser ist zurück. Als ich vorhin Wasser gebraucht habe, kam nichts raus. Anscheinend haben sie die Hähne wieder aufgedreht. Das ist gut. Zurück zum Dünengebirge Sossusvlei. Elke und Stefan kämpfen sich noch immer durch den Sand. Das ist anstrengend. Obwohl der Aufstieg noch gar nicht richtig begonnen hat. Das ist ja wohl der helle Wahnsinn. Aber Anstrengung hin oder Anstrengung her, die bizarre Landschaft zieht sie in ihren Bann. Also es hat was sehr romantisch, muss ich auch sagen. Wenn es abends noch wäre mit Beleuchtung, hat es auch noch was. Auch hier unten dieses ausgetrocknete Becken mit den abgestorbenen Bäumen. Super. Wie auf den schönsten Fotos, Postkarten, Wie im Filmen. Bilderbuch und noch viel schöner. Ja. Und viel höher. Da oben sind dann die 270 Meter, glaube ich, ne? Die Ja, Spitze da, wo oben ist gerade meine die 5 Zipfelchen. Japanesen sind, genau. Ganz genau. Da möchte ich eigentlich hoch, das wäre eigentlich das Ziel. Ich würde das auch gerne schaffen wollen. Na, das ist noch ein ganzes Stück Arbeit, sag ich dir. Wir werden es schaffen. Ja, Wir Ziele verfolgen. du Gemse bestimmt. Er ist skeptisch. Bist du fit? Geh mal los. Na klar, können wir los. Ja, auf dann. Genau darauf. Also hier vorne den Fußstapfen hinterher. Ja, Dann da sehr schön. Da oben laufen wir schon einige Leute. den Kamm. Dann schaffen wir es natürlich auch. Genau. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Deutlich weniger sandig und beschwerlich ist es am Pool der Namib Desert Lodge. 2 Frauen, ein Ziel. Es ist schön, mal einen Tag zwischendurch zu haben, wo man einfach gar nichts machen muss. Aber grundsätzlich sind wir natürlich hier, um ganz viel zu sehen.
Ja, definitiv. Also wie gesagt, ein Tag am Pool ist schon mal ganz schön. Aber ich bin auf jeden Fall hier auch, um die Tiere zu sehen und die Landschaft. Ja? Und auch das Land besser kennenzulernen. Und da bietet sich natürlich so eine Reise quer durchs Land mit dem Zug absolut an. Obwohl das immer die Art des Reisens also für uns nie die Art des Reisens war, aber dadurch, dass man sich über nichts Gedanken machen muss. Es gibt einfach ein Programm und dem folgt man, kommt man so super runter und ist auch mega entspannt. Also man muss sich weder Gedanken machen, welches schöne Restaurant suche ich aus, wo will ich morgen hin, leihe ich mir ein Auto aus, wechseln wir das Hotel, sondern es ist alles vororganisiert und das ist doch, merke ich, auch eine sehr entspannte Art vom Reisen. Ich hätte es auch nicht gedacht, weil ich bin eigentlich so der Organisator, der immer vorher guckt, was macht man vor Ort. Und auch immer der mit der Karte durch die Gegend läuft und guckt, wo man hin muss. Und ich habe gedacht, ich hätte da eher ein Problem mit, immer gesagt zu bekommen, was ich machen soll. Aber ich finde es auch sehr entspannt, muss ich sagen. Und dieses Gefühl lässt sich sogar noch steigern. So kann man es aushalten, ne? Ein Pool mitten in der Wüste, purer Luxus, den die beiden, in vollen Zügen genießen. Unterdessen macht Hotelmanagerin Anja von Reken ihren täglichen Rundgang. Gespräche mit dem Serviceteam führt sie auf Afrikaans, ihrer Muttersprache. Okay, lecker Nachmittag. Ich bin hier in Namibia geboren und bin auf deutsche Schulen zur Schule gegangen. Ich war natürlich auch länger in Deutschland, habe meine Ausbildung als Hotelfachfrau gemacht und 60% unserer Gäste sind hier Deutsche und somit kann ich das immer weiter ausüben. Das Hotel ist tatsächlich eine Oase. Es gibt hier große Wasservorräte. Oftmals wird gefragt, warum wir in der Wüste 2 große Schwimmbäder haben für unsere vielen Gäste. Aber das haben wir vorher kundschaftet, dass wir in der Naukluft haben wir die Berge im Hintergrund und wir haben hier einen unterirdischen See, wo sich das ganze Wasser sammelt. Und durch 2 Brunnen können wir das Wasser pumpen und wir haben wirklich genug Wasser in der Wüste, damit wir unseren schönen grünen Garten mit den vielen Bäumen und die Schwimmbäder und die Gäste mit den Duschen glücklich machen können. Duschen, davon können Elke und Stefan jetzt bloß träumen. Jetzt lauf nicht so schnell, Elke. Denk an mich, 10 Jahre älter. Ich denke an dich. Tja, aber ob Denken allein hier hilft? Armer Stefan, weit und breit kein Sessellift. Na, das wird ein Spaß. Boah, ist das steil. Und dann noch mit Schuhen. Ja. Nee, ich zieh die jetzt aus. Nee, also ich lasse lieber an, aber ich mehr Halt. Ja, so mal hier. Ganze Wüste drin. Ich habe keine Ahnung, ob es ohne besser ist, aber mit ist auch blöd. Stefan ahnt, hier wird man zum Sisyphus. Relativ anstrengend, weil du musst ja jeden Schritt 3-mal machen. Und du sackst immer wieder zurück. Man, hier ist auch relativ steil. Gut, dass nicht alles so steil ist. Aber gut, kriegen wir hin. Tja, hoffentlich. So. Los geht's. Okay. Und sieht das da oben nicht aus wie der Gipfel? So, Stefan, jetzt haben wir es gleich geschafft. Ja, von wegen. Wir sind nur auf dem Scheitel. Ach so, hm, schade. Ja, Ist voll anstrengend, sag ich dir. also da ist ja eine Stunde Fitnessstudio gar nichts dagegen. Aber hier ist der Sand schön warm. Das ist doch was für meine Füße. Abgesehen von den touristisch erschlossenen Dünen herrscht hier weit und breit nur Stille. Die Gegend ist eine der abgelegensten Regionen der Welt, praktisch menschenleer und beeindruckend. Sehr schön, tolle Aussicht, super. Runterschauen ins Dünenmeer, klasse. Also wirklich, das ist einzigartig. Und meine Füße freuen sich, die Fußzehen, die haben noch nie so viel gearbeitet. Und trotzdem, diese Spezies kommt deutlich schneller voran. Der Zug ist kurz vor Windhoek, der Hauptstadt Namibias. Dort wird er 2 Tage stehen, bis die Passagiere wieder abgeholt werden.
Heute Abend aber steigt am Zug die große Barbecue-Party der Crew. When we get to Windhoek, ich habe mit den Köchen besprochen, dass das Fleisch fertig gemacht wird, wenn wir in Windhoek ankommen. Außerdem wird uns jemand Getränke kaufen gehen. Einige der Getränke haben wir schon, andere müssen wir noch besorgen. Mein Kollege Kagiso und ich haben uns bereit erklärt, uns um das Essen zu kümmern und das gesamte Grillfest für euch vorzubereiten. Die Ankunft im historischen Bahnhof von Windhoek. Noch ist der Bahnsteig still und leer. Das wird sich aber gleich ändern. Elke und Stefan laufen und laufen und laufen in Richtung Spitze des Big Daddy, der Riesendüne. Aber der Gipfel will einfach nicht näher kommen. Also zeitmäßig schaffen wir es nicht zu unserem Ziel, zum Big Daddy. Und ja, weil wir müssen dann zu den Autos, wird zu heiß langsam. Ja, und runter würde ich die Düne hier runtergehen. Das hat was abenteuermäßig. Gute Idee, ja. Da bin ich dabei. Ja, auf jeden Fall. Es war ein bisschen steil, aber kriegen wir hin. Doch, aber ich würde vorher mal Schuhe noch ausziehen. Ich würde barfüßig runtergehen. Also schön wäre es schon gewesen, bis hoch zu kommen, aber es sind noch bestimmt einen Kilometer bis da hoch. Und insofern ist natürlich, ja, wären wir noch locker 1,5 Stunden unterwegs. Stefan findet es vielleicht gar nicht so schlimm, denn was jetzt kommt, ist mehr nach seinem Geschmack. Boah, ist das steil. Ein Riesensandspielplatz. Oh. Cool. Du wählst einen ganz bequemen Weg. Und dann gibt's auch kein Halten mehr. Runter geht's eben immer schneller als rauf. Übrigens auch für die Tasche. Die ist schneller und leichter wie ich. Das macht nichts, ich hole sie schon ein. Ja, runter kommt man immer. Boah. Super, ein super Erlebnis, klasse. Wie ein kleines Kind kann man sich da fühlen, wenn man runterrutscht im Sand. Stefan ist von sich selbst beeindruckt. Guck mal, wie steil das ist. Wow. Klasse. Nochmal? Ganz da oben waren wir. Ja, nochmal, wir gehen nochmal hoch. Im Sessellift. Wenn ich jetzt so hoch gucke, war es schon mutig. Ist schon relativ steil. Aber nochmal hoch, wollte ich es nicht. In der Lodge macht Dr. Martin Lücke einen Krankenbesuch. 21 ist hier, da muss ich hin. Im Zug war er noch gesund, jetzt aber geht es Thomas Geissert schlecht. Der Bordarzt wird bereits erwartet. Hallo Thomas, grüß dich. Der Patient hängt in den Seilen. Wie geht's dir denn? Was ist denn los? Also es geht mir im Moment nicht wirklich gut. Ich habe, glaube ich, Fieber. Also das merke ich selbst. Jetzt wieder. Darf ich? Ja. Ja? Ja, oder? Ja, qualifiziertes Fieber. Also die Selbstdiagnose hat gestimmt. Ja. Ich weiß nicht, also ich habe so Anzeichen, wie wenn eine Grippe im Anflug wäre. Okay. Also ein bisschen Husten, so die Haut, ja, ich darf kaum drankommen, ist wie elektrisch. Ja. Gliederschmerzen, so Muskelschmerzen? Ein wenig, ja. Ein wenig. Also zumindest bin ich nicht in der Lage, mich großartig aus diesem Bett hier rauszubewegen. Ich würde jetzt mal Blutdruck messen und ich höre trotzdem mal auf Herz, Lunge und... Okay, jetzt messe ich erstmal schnell Blutdruck. Ganz den Arm ruhig ganz entspannt ablegen. Während Thomas in guten Händen ist, starten die anderen Gäste zu einem romantischen Ausflug. Wir beginnen gleich unsere Fahrt in den Sonnenuntergang. Die Tour dauert 2,5 Stunden. Ich informiere euch zwischendurch mit Fakten über Tiere und Landschaft. Während des letzten Stopps schauen wir uns den Sonnenuntergang an. Außerdem bekommt ihr dazu alle ein Getränk von mir.
Mit dem offenen Geländewagen in die Wüste. Diese Touren sind beliebt, denn besonders beim Sonnenuntergang leuchten die Sandberge in den schönsten Farben. Maren und Dodo genießen die Fahrt zu zweit. Peter muss auf seinen kranken Partner Thomas verzichten, der liegt ja mit Fieber im Bett. Nicht weit hinter dem Hotel erheben sich bereits die eindrucksvoll versteinerten Dünen. Information stop. Alex Miller-Serfontaine, der Tourguide, kennt das Geheimnis der Dünen. Vor uns die großen roten Berge, oder eigentlich sind es keine Berge. Wir nennen sie versteinerte Dünen. Sie sind 20 bis 25 Millionen Jahre alt und stammen aus der letzten Eiszeit. Das war die Zeit, als Afrika noch gefroren war. Als das Eis anfing zu schmelzen, wurde der Sand nass und presste sich dadurch zusammen. Zwei Elemente, aus denen der Sand besteht, sind Kobalt und Eisenoxid. Das Eisenoxid gibt dem Sand seine rote Farbe. Dieses Zusammenspiel der Elemente, gemischt mit dem Wasser, wurde zu einer Art Zement. Das Ergebnis ist diese Art Steindüne. Je tiefer die Sonne steht, desto intensiver wird das Farbenspiel der Dünen. Dazu die Stille und Weite der Savanne. Eine Wohltat für die Augen. Ich finde, es beruhigt wahnsinnig die Landschaft, auch die Farben. Es ist ja alles sehr gleich, aber ich bin ja farbenblind. Wie sehen denn die Dünen für ihn aus? Also ich sehe zum Beispiel diesen Hügel da, diese Düne oder was es ist, schon rotlich. Das hier eher so geht ins Graue. Das scheint doch eine Kopfsache zu sein. Ich vermute, das ist rot. Sag mal, ist es rot, Maren? Aber es ist rot, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man trainiert das auch über, dieser Sand ist rot und dann sehe ich den auch rot. Ich find's herrlich, ich find's super herrlich. Aber nicht nur dem Auge wird hier etwas geboten. Schließlich fährt man ja nicht umsonst in einem Geländewagen. Seid ihr bereit für die afrikanische Massage? Na klar sind wir bereit. Achtung, Buckelpiste. Aber auch ein Allradauto hat hier mal Probleme. Proceed forward. Bitte vorwärts und nicht rückwärts fahren. Doch mit etwas Geschick meistert Alex die Situation und dann ist die Gruppe am Ziel, hoch oben auf den versteinerten Dünen. Ihr dürft gerne rausspringen, schießt ein paar Fotos, genießt den Ausblick. Das lassen sich die Abenteurer nicht zweimal sagen. Zurück zur Wüstenlodge. Nicht nur die versteinerten Dünen sind zum Greifen nah, auch die Tiere der Savanne. Hotelmanagerin Anja von Regen schaut auf ihrem Rundgang gern nach den Oryx-Antilopen, die Tür an Tür mit den Gästen leben. Die Oryxe, die halten sich hier an der Lodge auf. Das ist so eine Attraktion auch für die Gäste, weil wir dort drüben einen Komposthaufen haben, wo der ganze Gartenmüll hinkommt. Und die ernähren sich von diesen Komposthaufen. Für uns ist das natürlich wunderschön und auch für die Gäste, um die Oryxe hier in der Nähe zu haben, weil die sind auch so friedlich und die überbringen eine gewisse Naturruhe. Und das ist einfach unser Markenzeichen hier auf der Lodge. Anja kennt die Tiere gut. Ja, ich denke mittlerweile schon, weil ich doch hier viel rumlaufe und wir uns immer wieder begegnen und zum Teil bis auf den Parkplatz kommen und wir sie dann auch wieder wegscheuchen müssen. Aber wir verstehen uns sehr gut. Eine tierisch-menschliche Wohngemeinschaft. Das ist unser Domizil, genau unmittelbar neben den Oryxen. Das sind unsere Nachbarn. Bessere Nachbarn können wir uns nicht wünschen. Die gucken uns nur schön zu, was wir machen. Und wir genießen natürlich, dass wir die Tiere neben uns haben und wir friedlich nebeneinander wohnen können. Diese Unterart der Oryxe, der sogenannte Spießbock, ist das Wappentier Namibias. Es zeigt, wie eng verbunden sich die meisten hier mit der Natur fühlen.
Die Natur ist einfach unser Leben hier in der Wüste. Und wenn man das nicht mag, dann kann man nicht so viele Jahre hier aushalten in der Wüste. Wer sich einmal auf die Wüste einlässt, kann faszinierende Beobachtungen machen. Und die Reisenden beginnen zu verstehen, die Landschaft ist vielfältiger, als man denkt. Wir haben hier die Kalahari-Wüste und auf der westlichen Seite, auf der ihr seid, haben wir die Namib-Wüste, die älteste Wüste der Welt. Namibia hat auf beiden Seiten der Berge Wüste und daher bilden wir uns noch immer ein, wir hätten gutes Farmland. Peter ist sehr beeindruckt. Eigentlich ist die Landschaft zu schade zum Fotografieren. Weil ich finde, sowas kann einem lernen, muss man es nicht, wie klein wir sind. Also mich macht das ehrfürchtig und demütig, weil, wow, ja, das ist so viel und wir sind so wenig. Wo er recht hat. Na, mal. Und weiter geht es in wilder Fahrt direkt am Abgrund entlang. Und wenn ich hier so da runter gucke mit dem Auto, finde ich das ganz toll. Oh Gott. Ja, allen wird es mulmig. Ich bin geheilt. Nicht springen. Nein, ich schaue nur, weil ich Angst vor Höhen habe. Ach, du hast Höhenangst. Ja, aber seit ich in Namibia bin, bin ich geheilt. Du bist geheilt? Also einer muss mitgehen. Also allein gehe ich jetzt nicht. Ich komme mit dir, warte. Ich komme mit dir und halte Händchen. Weil das geht echt steil. Aber Ist das sicher? Ich meine, schau dir mal die Steine dort an. Die schauen nicht wirklich sicher aus. Very safe. Komm, wir halten Händchen. Stupid. Okay. Uiuiui. Das ist schon echt hoch. Da hast du gar nicht Respekt. Das ist hoch, oder? Es geht. Man wird nicht so tief fallen. Das sind 80 Meter. Möchtest du springen und schauen, wie lange es zum Boden dauert? Würdest du es bitte für die Kamera wiederholen, dass das 80 Meter sind? Ich stehe hier, ohne mich an jemandem festzuhalten. Stell dich doch hier hin. Die wundersame Heilung in der Wüste. Höhenangst weg, gute Laune da. Die klare Luft lässt eben die Distanzen schwinden. Da könnt ihr die Lodge sehen. Ich nenne sie die kleine Oase. Sie ist komplett grün. Und wenn ihr durch die Lodge lauft, seht ihr überall Hinweise mit dem Schriftzug „Spare Wasser". Gehe sparsam mit Wasser um und so weiter. Einfach sparen, sparen, sparen. Aber alles ist grün. Das bekommen wir wie folgt hin. Seht ihr die grau-grünen Tanks dort drüben? Wir recyceln Wasser, füllen es in Plastikflaschen und verkaufen es an der Bar als stilles Wasser. Das ist wohl Wüstenhumor. Ziemlich trocken. In der Lodge untersucht Bordarzt Dr. Lücke den kranken Thomas. Ja. Das Fieber muss runter, oder? Wäre schön, ja. Also Peter hat mir Wadenwickel schon gemacht. Das war wirklich, also das ist so unser Hausrezept. Das, das zumindest ein bisschen was nützt. Okay. Es ist zwar widerlich. Ich kriege dann immer so einen Schüttelfrost am Anfang, aber dann mit der Zeit merkt man wirklich, wie so aus dem Körper nach unten irgendwie rausgeht. Mhm. Also was wir sicherlich machen könnten, wäre auch Paracetamol oder Ibuprofen als Medikament, um einfach das Fieber noch weiter zu senken. Ja. Gut. Ansonsten vor allem bei der Wärme viel trinken. Ja. Wenig Action nach Möglichkeit, aber zum Glück haben wir morgen auch dann wieder Busse. Also halt für die Ausflüge bist du jetzt einfach erstmal ausgeschieden, was schade ist. Ja. Da macht man Urlaub, freut sich auf das Highlight und es geht einfach an einem vorbei. Aber gut, also ich wäre nicht in der Lage, im Moment aufzustehen und in die Sonne rauszugehen. Es geht einfach nicht. Also, aber ich habe ja zumindest einen schönen Ausblick aus meinem Krankenzimmer, weil die Tiere kommen ja direkt am Fenster vorbei und sagen Guten Tag. Ja, das ist wirklich cool. Auch wirklich besonders gut. Ja, okay. Gut, das wäre es jetzt vielleicht an dieser Stelle. Ja, danke. Gute Besserung und dann bis später. Okay. Thomas ist nicht der einzige Kranke unter den Urlaubern. Einige hat's erwischt. Also es ist schon auffällig, dass die Menschen alle so eine grippeähnliche Erkrankung durchmachen. Da hast du in Deutschland
vielleicht eine Grippewelle und die Leute laden sich das Virus auf der Straßenbahn oder in der U-Bahn auf und ein paar Tage später bricht das dann hier aus. Das ist also nichts Schlimmes, aber lästig, auch für die Reisenden. Bei Martin Lücke sind sie in guten Händen. Am Bahnhof in Windhoek feuert Kagiso den Grill an. Und die ersten vom Zugteam warten schon voller Vorfreude. Also die Crew erwartet Getränke. Das ist das Wichtigste. Außerdem Fleisch, Musik und einfach eine gute Zeit. Das ist das, was sie sich wünschen. Seine gute Laune ist ansteckend. Zugmanager Senele weiß, gleich wird's hier voll. Bevor die Party losgeht, ziehen sich die Leute um oder duschen. Sie werden hier sein, wenn das Fleisch auf dem Grill liegt. Dann folgen sie dem guten Geruch hierher. Sie werden sich also extra herausputzen fürs Fest. Sie werden sich alle aufbrezeln. Darauf könnt ihr euch verlassen. Das wird eine echt afrikanische Party. Wir werden es gleich sehen. Auf die Teilnehmer der Sundowner Tour wartet noch ein weiterer Höhepunkt. Nicht nur an der Lodge, auch hier in der Steppe leben Oryx-Antilopen. Maren hat sie als erste entdeckt. Und sie sind gar nicht scheu. Dass die so handsam ist jetzt übertrieben, aber dass die so nah da sind. Ne? Jetzt guckt er für dich, Dodo. Jetzt Poster. Bloß keines der schönen Motive verpassen. Warte nochmal. Nochmal anmachen. Ist doch an. Gleich wird die Sonne untergehen und die Landschaft in die schönsten Farben tauchen. Doch vorher steht noch ein bisschen Quatsch machen auf dem Programm. Das steht hier auch. Danke. Mit dem Ding. Ja. Okay, come closer. Okay, kommt her, kommt näher. Ich möchte, dass jeder das Spiel mit mir spielt. Ein Spiel hier direkt so am Abgrund? Bevor wir mit unserem kleinen Spiel beginnen, möchte ich euch ein paar Informationen geben. Das hier nennen wir kleines Buschmanngras. Diese Spezies ist interessant, denn die Ameisen klettern auf das Gras, stehlen die Samen und bringen sie zu ihrem Nest. Das ist aber nicht der interessante Teil. Der interessante Teil der Geschichte ist, im Nordwesten von Namibia, wo die Damara-Menschen leben, dort gehen sie zum Nest der Ameisen, stehlen die Samen zurück und nehmen sie, um Porridge und Bier herzustellen. Ich bin nicht sicher, wie gut das Bier ist, aber schlechtes Bier ist besser als kein Bier. Die Oryxe machen aus diesem Gras kleine schwarze Bällchen für uns, die benutzen wir für unser Spiel. Könnt ihr bitte alle hierher kommen, hinter die Linie? Alright, so if all my guests can just meet me behind the line here. Komm hier bitte. Hinter die Line. Wir halten mal kurz fest. Ja, es wird hier am Abgrund gespielt und ja, es sind Exkremente und nein, sie schmecken angeblich bloß nach Gras. Okay. I call them coffee beans. Ich nenne sie Kaffeebohnen, das macht es für mich einfacher, das Spiel zu spielen. Also ihr steckt sie euch in den Mund und feuchtet sie schön an und spuckt. Das wird auf afrikanischen Festivals gespielt. Der Gewinner bekommt ein Freibier von mir. It is a game we play at Afrikaans festivals and, well, the winner will get a free beer from me. Try to beat me. Okay, wer fängt an? Go away. Peter ist heiß, oder? Hast du Angst? Oh, everything. Oh. Ich muss am längsten warten, oder wie? Jetzt mach schon. Make it nice and Mach wet. sie schön nass und rolle sie in deinen Mund. Schmecke das Tier. Du hast das Spiel schon mal gespielt, stimmt's? Das ist mein erstes Mal. Kirschkernweit spucken kennt man ja, aber das hier? Wow. Es schmeckt ein bisschen wie Heu riecht, würde ich sagen. Ja, oder? Alex, wie schmeckt das? Schmeckt heiß. Hier hilft nur eine Desinfektion von innen mit Gin Tonic. Ich danke euch, dass ihr euch meiner Sonnenuntergangsfahrt angeschlossen habt.
Was trinken wir? Oh, Gin and Tonic. Gin Tonic. Die Frage ist, ob es ein Single oder Double ist. Es ist ein Sonnenuntergangs-Single. Wir nehmen die Flasche und drehen sie um. Dann zählen wir bis 10 und wissen, dass es ein Single ist. Wenn die Sonne untergegangen ist, dann hört man auf. Kein Gin, aber... Na dann, Cheerio. Prost. Auf einen super schönen Sundowner. Oder auf das neue Weltmeisterteam. Oh, Köttel-Weitspuck-Weltmeisterteam. Was für eine Tour. Da war wirklich alles dabei. Buckel, Pistenmassage, Tierköttel und viel, viel Spaß. So wild kann die Wüste sein. Am Bahnsteig in Windhoek wird auch schon vorgeglüht, am Grill. Die Zugmannschaft feiert die große Party der Reise. Sie alle haben 2 Tage frei und so ausgelassen sieht man auch Zugmanager Senele nur selten. Ich will die Ladies sehen. Ab auf die kleine Tanzfläche. Und Kagiso hat die Musik sowieso im Blut. Alle haben sich aufgehübscht und im Nu wird der Bahnsteig zur Open-Air-Disco. Die lange Reise heißt für die Crew viel Arbeit und kaum Freizeit. Umso intensiver genießen sie diesen Abend. So weit, so gut. Der Abend ist brillant. DJ, bitte spiel uns was Gutes. Diesen Song lieben sie alle. Ungeprobt, sieht aber gleich wie eine richtige Show aus. So viel Leben gibt's wohl nur selten auf dem nächtlichen Bahnsteig. In der Wüstenlodge geht es beim Abendessen etwas braver zu. Freiluftdinner nach dem Tag in der Wüste. Da schmeckt es gleich nochmal so gut. Für den Nachtisch kann ich nochmal sündigen. Ich sündige ja sonst selten. Er hat ja auch eine anstrengende Dünenbesteigung hinter sich. Yvonne hat sich heute entspannt. Muss ja auch mal sein. Es war ein schöner Ruhe-Zwischenaufenthalt. Bisschen relaxen und wir freuen uns aber auch eigentlich alle schon wieder auf den Zug. Das geht auch den anderen so. Die Lodge war ein wunderbarer Zwischenstopp. Doch, war sehr gut. Also mir hat es gut gefallen, einen Tag Ruhe zu haben, so von dem ratternden Bus. Das war sehr, sehr schön, ja. Ich fand das auch sehr luxuriös, muss ich sagen, mitten in der Wüste. Man fährt stundenlang über Schotter und sieht eigentlich nur rechts und links Pampa, ein paar Tiere und ja, ein bisschen Bäume und Büsche. Und dann plötzlich dann eigentlich ein Luxushotel, finde ich schön. Wir freuen uns auf den Zug. Ja, erstens mal sind wir ja Wiederholungstäter. Wir haben die Transit gefahren mit dem Zug und wir sind die Seidenstraße mit dem Zug gefahren. Und wir fahren jetzt auch mit Rovos wieder mit dem Zug hier. Ja, die Chocololo. Im Zug schläft man viel besser. Ja? Durch das Geräusch. Das rattert so schön. Ja, doch, ist das doch in der kurzen Zeit ein Stückchen Heimatgefühl geworden. Sonst alles klar, dann wünsche ich mal einen guten Abend. Ne? Gute Erholung, bis morgen. Ne? Ich hatte eine wunderbare Zeit hier in dieser Lodge. Ich war Stunden um Stunden im Bett gelegen, habe mir Wadenwickel machen lassen und bin froh, morgen wieder in den Zug zu kommen. Ja. Ein Prost auf Afrika. Und morgen geht das Abenteuer auf Schienen weiter. Und morgen bei Verrückt nach Zug ein Gottesdienst in der rollenden Zugkirche.
Abflug in die nächsten wunderschönen Abenteuer und Yvonne und Jeanette auf Tuchfühlung mit den Robben.